Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Juri aus Sibirien grüßt euch ganz herzlich. Ich hoffe, euch geht's gut so im Alltag. In diesem neuen Video möchte ich euch einige Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Ich hoffe, ihr habt ein Interesse für das Alltagsleben in Russland. Und wenn es wirklich so ist, dann bleibt bitte dran. Im weiteren Verlauf dieses Videos seht ihr meinen Spaziergang im Erholungspark von Irkutsk mit dem Namen Junost. Und ja, wir haben schon kältere Temperaturen, aber noch keinen richtigen Schnee. Los geht's! Russland hält Benzinmarkt unter Kontrolle. Regierung verlängert Exportverbote. Die Benzinsituation in den russischen Regionen bleibt unter Kontrolle. Das erklärte der stellvertretende Premierminister Russlands Alexander Nowak. Laut Nowak arbeitet das Energieministerium mit allen Regionen im normalen Modus. Insgesamt sei das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Land gesichert. In einigen Regionen gäbe es vereinzelte Versorgungsengpässe, doch diese würden gemeinsam mit den regionalen Behörden manuell gelöst, um Engpässe an den Tankstellen zu vermeiden. Um zusätzliches Angebot auf dem heimischen Markt sicherzustellen, habe die Regierung beschlossen, den Export von Dieselkraftstoff für Nichtproduzenten zu verbieten und das Exportverbot für Benzin für alle Marktteilnehmer zu verlängern. Diese Maßnahmen gelten bis Ende dieses Jahres. EU-Pläne zur Nutzung russischer Vermögenswerte für die Ukraine. Maria Sacharowa hat scharf auf die Pläne der Europäischen Union reagiert, russische Vermögenswerte für die Ukraine zu nutzen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums bezeichnete diese Absichten als kriminell und betonte, dass die Initiatoren und Teilnehmer solcher Maßnahmen mit Konsequenzen rechnen müssen. Laut Sacharowa würden jegliche Schritte zur Änderung des Rechtsstatus russischer Vermögenswerte nicht einer bloßen Blockade oder Einfrierung gleichkommen, sondern einer willkürlichen Verfügung über fremdes Eigentum. Also schlichtweg Diebstahl. Keine juristischen Winkelzüge aus europäischen Hauptstädten könnten den wahren Charakter solcher Maßnahmen verschleiern, betonte sie. Die Diplomatin warnte, dass Russland im Falle eines Zugriffs auf seine Vermögenswerte eine harte Antwort geben werde. Moskau verfüge über ein breites Arsenal politischer und wirtschaftlicher Gegenmaßnahmen. Letztlich, so Sacharowa, müssten die europäischen Steuerzahler für diese Manöver der EU-Führung bezahlen. Hunderttausende Migrantenkinder in Russland besuchen keine Schule. Der Vorsitzende des Menschenrechtsrats Valery Fadejew erklärte, dass in Russland mehrere hunderttausend Kinder von Migranten keine Schule besuchen. Er bezeichnete diese Situation als unzulässig und betonte, dass die Eltern für die Bildung ihrer Kinder verantwortlich seien. Bei einer Diskussionsrunde zur Migrationspolitik im Rahmen des Aufbaus eines einheitlichen Arbeitsmarkts in der GUS sagte Fadejew, dass es keine exakten Zahlen gebe, die Größenordnung jedoch bei mehreren hunderttausend Kindern liege. Er rief dazu auf, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Als einen möglichen Ansatz nannte er, den Kindern bereits in ihren Herkunftsländern Russischunterricht zu ermöglichen oder in Ausnahmefällen nach der Ankunft in Russland. Zuvor hatte die russische Bildungsaufsichtsbehörde mitgeteilt, dass fast 90% der Migrantenkinder nicht an russischen Schulen aufgenommen werden, da sie die Sprachtests nicht bestanden haben. Führerscheinentzug bei gefährlichen Krankheiten ab 2027. In Russland werden Führerscheine künftig automatisch annulliert, wenn bei den Inhabern gefährliche Erkrankungen festgestellt werden. Das kündigte Sergei Leonow, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses der Staatsduma, an. Sobald ein medizinisches Signal eingeht, dass eine Person nicht mehr fahrtauglich ist, werden die Informationen an das Innenministerium MWD übermittelt. Dabei wird kein Diagnosetest weitergegeben.
lediglich der Hinweis, dass medizinische Gründe für einen Entzug der Fahrerlaubnis vorliegen. Danach gehen die Daten an die Verkehrspolizei, wo die Annullierung erfolgt. Das neue Gesetz tritt am 1. März 2027 in Kraft. Bislang konnten Fahrer selbst dann weiter am Straßenverkehr teilnehmen, wenn gesundheitliche Einschränkungen auftraten. Bis zum Ablauf der 10-jährigen Gültigkeit des Führerscheins. Der Psychiater Dmitri Steschkow ergänzte, dass ab dem 1. September 2025 ein Eintrag über eine Entwicklungsstörung in der medizinischen Akte ein Grund sein wird, keine Fahrerlaubnis mehr zu erhalten. E-Scooter-Fahrer sollen Führerschein der Kategorie M machen. In Russland wurde vorgeschlagen, E-Scooter-Fahrer künftig zum Erwerb eines Führerscheins der Kategorie M zu verpflichten. Diese Initiative stammt vom stellvertretenden Vorsitzenden der Sicherheitskommission der öffentlichen Kammer, dem Autoexperten Alexander Holodov. Derzeit berechtigt der M-Führerschein zum Fahren von Mopeds, Rollern und leichten Quads. Nach dem Vorschlag soll diese Kategorie künftig auch für E-Scooter gelten. Die Erlangung des Führerscheins soll vereinfacht werden, etwa durch das Ablegen einer theoretischen Prüfung. Außerdem sollen E-Scooter-Sharing-Unternehmen künftig selbst Schulungen für ihre Nutzer anbieten. Im Anschluss daran sollen die Fahrer eine theoretische Prüfung bei der Verkehrspolizei ablegen. Russland plant Goldexportlimit für Privatpersonen. Russland bereitet neue Regeln für den Goldexport durch Privatpersonen vor. Künftig soll nicht mehr der Wert, sondern das Gewicht entscheidend sein. Maximal 100 Gramm Gold in Form von Anlagebarren dürfen ausgeführt werden. Goldschmuck ist von dieser Regelung nicht betroffen. Das erklärte Vize-Finanzminister Alexei Moiseev am Rande des Moskauer Finanzforums. Der Verordnungsentwurf befindet sich in der Endabstimmung und soll in den kommenden Wochen der Regierung vorgelegt werden. Die Umsetzung ist noch für dieses Jahr geplant. Zuvor war eine wertbasierte Begrenzung nach dem Vorbild der Devisenkontrollen im Gespräch. Derzeit dürfen Reisende beim Grenzübertritt eine Summe im Wert von bis zu 10.000 US-Dollar mitführen. Seit Einführung dieser Regel im Jahr 2022 wurde Gold zunehmend als Alternative zu Bargeld genutzt, um Kapital ins Ausland zu transferieren. Laut Wladimir Tschernow, Analyst bei Freedom Finance Global, zielt die neue Maßnahme darauf ab, Kapitalabflüsse einzudämmen. Der Zoll registriert seit einiger Zeit einen deutlichen Anstieg beim Export von Goldbarren, insbesondere über Länder der Zollunion. Für den Staat bedeutet das neue Limit eine Möglichkeit, die finanzielle Stabilität zu stärken und die Bürger dazu zu bewegen, Gold im Inland zu lagern, etwa in Bankschließfächern oder auf Metallkonten. Für Privatpersonen kann die Regelung strengere Kontrollen an der Grenze und detaillierte Deklarationspflichten mit sich bringen. Tschernow bezeichnet die Maßnahme als logische Fortsetzung der Devisenpolitik der letzten Jahre. Das Limit von 100 Gramm sei ein Kompromiss. Es lässt den Export für private Zwecke zu, schließt aber großvolumige Kapitaltransfers aus. Künftig könnten weitere Kriterien hinzukommen, etwa Preisgrenzen oder Limits pro Person. Dies würde die Kontrolle über den Goldverkehr verstärken und den russischen Finanzmarkt in Zeiten anhaltender Sanktionen stabilisieren. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, die Nachrichten sind bei euch gut angekommen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.